Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby Video Magazin in einem neuen Video meinerseits. Das ist ein Achterbahnsitz, das ist ein Rückhaltesystem. Wenn der Bügel geschlossen ist, startet die Fahrt. Manchmal leider nicht für jeden. Wir sind im Erlebnispark Tripsdrill und hier wird Inklusion groß geschrieben. Und der Erlebnispark Tripsdrill hat zusammen mit dem TÜV Süd und vielen anderen wie den Herstellern und Verbänden neue Guidelines erarbeitet, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit gegeben wird, die Attraktionen hier im Erlebnispark Tripsdrill zu genießen, zu besuchen, zu nutzen. Wie das funktioniert, klären wir jetzt mit dem Parkleiter Alexander Portmann, der uns Rede und Antwort steht. Wir machen einen Deep Dive in das Thema, wie der Park das hier erarbeitet und welche Voraussetzungen geschaffen sind und woran was liegt, wer was fahren darf und oder nicht. Super spannend und viel Spaß jetzt mit diesem Video. So, wir stehen jetzt hier mit Alexander Portmann, du wurdest gerade angekündigt von Benjamin Fischer und ihr habt hier ein großes Projekt am Laufen und seid in den letzten Zügen und zwar Thema Inklusion. Richtig. Was macht ihr hier? Erstmal ganz grob. Also, wir haben jetzt tatsächlich sehr, sehr viel Zeit darin investiert, mit dem TÜV Süd ein ausführliches Konzept zu erarbeiten, um mehr Menschen die Fahrt mit unserem Fahrtraktion zu ermöglichen. Es ist so, dass uns alle Besucher am Herzen liegen und wir möglichst einer breiten Gruppe die Fahrt mit unserem Fahrtraktion ermöglichen möchten. Und wir haben zusammen mit dem TÜV Süd eben dieses Konzept entwickelt, dass wir Menschen mit körperlichen Einschränkungen zukünftig eben deutlich mehr ermöglichen können. Wir möchten da auch Vorreiter sein. Wir haben jetzt tatsächlich ganz neue Bewertungsmaßstäbe gesetzt, Grundsätze definiert und es war wirklich sehr, sehr zeitaufwendig gewesen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Stunden, sehr viel Zeit und Mühe da rein investiert in dieses Konzept und wir freuen uns sehr, wenn das Konzept jetzt bald ausgerollt wird. Wie gesagt, wir befinden uns in den letzten Zügen und ich denke, es wird einige Leute freuen, dass dann auch deutlich mehr möglich sein wird, weil man kann sich vorstellen, dass das Thema sehr komplex ist und dass wir sehr, sehr viele Dinge berücksichtigen müssen, wenn wir mehr ermöglichen möchten bei den Attraktionen. Das ist ja, glaube ich, das ist ja sehr nicht greifbar, das Thema. Ja. Aber es gibt ja so DIN-Normen wie die 13814, die ja für Fahrgeschäfte in Europa gilt. Genau. Ist das so eine Grundlage, an der man sich lang hangeln kann und irgendwelche Betriebsvorgaben von den Herstellern oder wie kann man das erarbeiten, wer was wie fahren kann? Das ist ein Mix aus allem. Also das eine Zahnrad greift ins andere. Tatsächlich, genau. Das heißt, es ist einerseits, dass die Hersteller mit ins Boot kommen. Das heißt, mit denen haben wir natürlich auch gesprochen. Einerseits die Hersteller, andererseits sprechen wir mit den TÜV. Es gibt Studien. Natürlich geht die Forschung immer weiter und teilweise gehen Parks natürlich auch voran und sagen, okay, wir haben das und das getestet, wir haben ja eine Studie gemacht und aus der ist die und die Erkenntnis gekommen und die lassen wir dann natürlich auch einfließen. Also da hat der TÜV natürlich auch schon mit anderen Parks zusammengearbeitet, das fließt dann mit ein. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus dem Everland, die Blinde ganz genau betrachtet haben. Und die haben quasi Blinde auch was fahren lassen und mit denen ausführliche Tests gemacht. Und so kommt das eben auch mit rein ins Konzept. Und wir haben auch noch die IAPA Guidelines, die auch noch Grundlage sind. Also die IAPA hat auch sich die Mühe gemacht und hier ein ausführliches Konzept für die Parks erstellt, was Grundlage auch für das Konzept ist, was wir jetzt ausgearbeitet haben. Also du siehst, es gibt so viele verschiedene Dinge, wo mit in dieses Konzept einfließen. Natürlich kommt auch unsere eigene Expertise zum Tragen. Also wir arbeiten ja jeden Tag mit dem Gast, wir arbeiten jeden Tag an der Attraktion und wissen eigentlich, welche Voraussetzungen da sind und welche nicht da sind. Also auch unser Hirnschmalz ist auch mit eingeflossen, nicht nur von den anderen. Ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die IAPA Guidelines mit einfließen lasst, gibt es dann von eurer Seite auch noch mal so einen Rückkanal zur IAPA? Ey, wir haben eure Guidelines genommen, wir haben diese Studien zur Grundlage genommen, wir haben mit dem TÜV Süd das zusammen erarbeitet. Geht das dann auch noch mal dann zurück oder ist das viel zu komplex? Also es ist natürlich schon auch die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf? Genau. Wen nimmt man alles mit rein ins Boot? Weil natürlich ist das Thema ja auch, es gibt jetzt keine Handlung bei dem Thema, so und so muss ich mich verhalten, das und das muss ich einfallen. Es steht jetzt teilweise festgeschrieben, es sind nicht alle Dinge niedergeschrieben und so muss man eben sich die verschiedenen Informationen von verschiedenen Stellen holen. Natürlich sind wir im Austausch mit den Herstellern, natürlich sind wir im Austausch mit unserem Verband. Ja.
Aber man muss eben auch ja, aufpassen, dass es nicht jetzt zu sehr ausufert. Ja. Wir haben mit dem TÜV Süd einen Partner an unserer Seite, der die nötige Expertise mitbringt, der uns auch die nötigen Grundlagen mitgeht und quasi ein Handbuch mitgeht, was wir alles erarbeiten müssen. Und die haben uns quasi dann auch vermittelt an die entsprechenden Stellen, mit denen wir gesprochen haben. Also das hat schon alles Hand und Fuß. Ja, wir machen natürlich nichts einfach so, sondern lassen uns dementsprechend auch die Freigabe geben, die Validierung geben von den anderen Stellen, wie du schon auch richtig sagtest. Natürlich arbeiten wir da auch mit dem Verband zusammen, ja. Und die Hersteller, klar. Ja. Ich glaube, wir müssen auch gucken, dass wir jetzt nicht zu tief reingehen, weil dann wird das nicht mehr nachvollziehbar, was genau passiert. Aber das bedeutet ja, also ihr habt den TÜV Süd als Partner, den habt ihr wahrscheinlich auch für die allgemeinen Abnahmen immer wieder mal. Richtig, ja. Das heißt, ihr bekommt dann vom TÜV Süd, werdet ihr zertifiziert, dass dann bestimmte Personengruppen bestimmte Attraktionen fahren dürfen, die geben das dann dafür frei und haben es vorher nicht gemacht, oder wie funktioniert das? Es gibt eine Ausarbeitung, es gibt ein Gutachten, was der TÜV erstellt, was er uns zur Verfügung stellt. In dem Gutachten fließt die gesamte Erarbeitung mit uns zusammen rein, aber auch Dinge wie die Studien, Dinge wie das Manual von der IAPA, Dinge wie die Herstellerbescheinigung, die Herstellervalidierung, die fließen alle mit ins Gutachten rein. Und das Gutachten ist dann eigentlich so, dass der TÜV sagt, okay, unter den und den Voraussetzungen dürft ihr jetzt die Mitfahrt ermöglichen. Die geben dann quasi das Go. Aber schlussendlich entscheiden wir als Park dann vor Ort an der Attraktion, ob wir den Raum hoch oder den Raum runter machen. Ja? Aber wir haben einfach festgestellt, dass es natürlich sowohl für den Gast, ein Mensch, der die Einschränkung hat, als auch für den Mitarbeiter immer eine schwierige Situation ist an der Attraktion. Und da möchten wir eben so genau wie möglich sein, um eben auch erklären zu können, wir haben das nicht einfach so entschieden, sondern es gibt die und die Grundlage. Und aus den und den Gründen geht das nicht. Ich glaube, es geht einfach auch viel um Kommunikation und Dinge zu erklären. Ja. Ich finde es immer schwierig zu sagen, pauschal, das geht einfach nicht, weil wir haben das immer schon so gemacht und es ging noch nie und deswegen geht es jetzt auch nicht. Und da müssen wir einfach weiterkommen. Ich denke, es entwickelt sich viel, auch beim Thema Inklusion, und das ist sehr wichtig, dass wir allen Menschen Teilhabe ermöglichen und dass wir eben sagen, jetzt geht mehr aus den und den Gründen und genau sagen, was geht und was nicht geht. Und das ist für den Mitarbeiter gut an der Attraktion, der es erklären kann, und für den Gast im Endeffekt auch, natürlich, klar. Können wir abschließend an einem Beispiel das mal erläutern, was vorher vielleicht nicht ging, jetzt geht oder vielleicht trotzdem nicht geht, aus welchen Gründen? Ja. Wir hatten also im Vorgespräch haben wir über die gesenkte Sau gesprochen. Ich glaube, das wäre vielleicht ein gutes Beispiel, wenn das für dich fein ist, oder ob du ein besseres Beispiel hast. Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass man schon auch sich fragen muss, wo fängt man an und wo hört man auf. Das heißt, wir haben erstmal grundsätzlich definiert, welche Fähigkeiten wollen wir eigentlich überhaupt beurteilen. Ja? Es gibt natürlich eine Bandbreite von Fähigkeiten, aber wir wollen einfach so eine Anzahl an Fähigkeiten abbilden, dass wir eine möglichst große Prozentsatz von Menschen mit Einschränkungen mit dem Konzept abdecken. Ja? Das heißt, wir haben uns einmal 17 Fähigkeiten rausgepickt. Plus dann auch die Fähigkeit, ob ich die Sehbeeinträchtigung, also ob ich blind bin oder nicht blind bin, die haben wir noch mit dazu genommen. Und anhand dieser 17 Fähigkeiten haben wir quasi Unterkategorien, aufgrund dieser Fähigkeiten haben wir Unterkategorien entwickelt. Also wenn wir jetzt uns die gesenkte Sau mal vorstellen als Anlage, wie wurde die beurteilt? Einmal gibt es 4 verschiedene Kategorien, die wir berücksichtigen müssen. Dass jemand, der das Video jetzt schaut, auch mal vorstellen kann, wie kommen wir denn zu dieser Entscheidung? Ihr habt nicht einen Würfelbecher. Ja, genau. Es ist immer deswegen ist das auch von Park zu Park individuell, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, warum geht es jetzt in dem Park und warum geht es in dem anderen wieder nicht, weil die baulichen Gegebenheiten halt auch immer unterschiedlich sind. Als Beispiel, es gibt 4 Kategorien, also einmal den Zu- und Abgang, den wir beurteilen, dann einmal das Boarding, Unboarding, dann die Kräfte während der Fahrt und das Rückhaltesystem und dann die Evakuierung. Also das sind die 4 groben Kategorien. Die Kategorien sind wieder unterteilt in Unterkategorien und dann runtergebrochen auf 17 Fähigkeiten. Man kann sich vorstellen, dass man sehr viel beurteilen muss, sehr viele verschiedene Dinge beurteilen muss. Wenn wir jetzt uns die gesenkte Sau vorstellen, haben wir quasi uns angeschaut, wie ist denn da der Zugang. Da kommen wir zu dem Ergebnis, bei der gesenkten Sau ist ein ebenerdiger Zugang vorhanden. Wir haben in Tripsdrill das Glück, dass wir grundsätzlich schon so gebaut haben, dass es zum größten Teil einen ebenerdigen Zugang gibt. Das heißt, da können wir eigentlich immer recht guten Haken dran machen, auch für Rollstuhlfahrer. Ja?
Dann gibt es aber das Thema Onboarding, wo man sich einfach guckt, kommt man ohne irgendwelche Hilfsmittel mit einer Lähmung einfach rein, wie kann man sich unheben, das guckt man sich an. Ja? Immer, wenn man vielleicht ziemlich tief sitzt oder genau. Also ältere, wie kann man so sich... Wie ein Lokflug, wo du weit nach unten musst und komme ich da auch wieder raus oder dass ich dann über die Bahnhof robbe. Jetzt reden hier zwei, die das können, über Sachen, mit denen sie nichts zu tun haben, aber ich glaube, das... Ja, aber im Endeffekt ist es ja, wir haben das bei uns beurteilt, also es gibt ja auch schon Konzepte aus anderen Parks, wo man auch dann natürlich auch schon daraus lernt. Ja. Klar, man muss dann genau beurteilen, geht es jetzt sich zu erheben, genau mit nur einem Bein, braucht man beide Arme, braucht man vielleicht nur einen Arm und so wird das halt ganz genau kleinteilig beurteilt. Dann kommt die Fahrt natürlich ins Spiel, wo man auch die IAPA-Guidelines als Grundlage nimmt, bei welchen Kräften braucht man bei welchem Rückhaltesystem, bei welchen Kräften braucht man die und die Anforderungen an den Körper. Das ist tatsächlich genau festgelegt, in verschiedenen Kategorien, welche Anforderungen bestehen an den Körper, bei welchen Kräften und bei welchen Anlagen. Also da kann ich vielleicht als gutes Beispiel Hyperion Thorpe Park, relativ neue Anlage, und die haben vorne am Eingang mit den Voraussetzungen, da gibt es dann wirklich eine Tafel, wo Bodyparts gekennzeichnet sind, die vorhanden sein müssen oder welche nicht vorhanden sein müssen, damit man fahren darf bei dem Rückhaltesystem, was bei der Anlage mit den Kräften verbaut ist, was ja auch nochmal ein gutes Beispiel ist für, die Bahn ist der gleiche Attraktionstyp wie die, aber warum sind da unterschiedliche Regeln? So sieht's aus. Weil da unterschiedliche Kräfte wirken. Genau. Und wir haben natürlich auch teilweise immer ein anderes Rückhaltesystem. Wir haben tatsächlich, wo du sagst, die schreiben genau hin, welches Körperteil, welches nicht geht. Das wird bei uns dann auch der Fall sein. Also wir werden genau kommunizieren, welche Anforderungen an den Körper besteht. Wirklich gehen da sehr ins Detail. Und das Rückhaltesystem ist natürlich immer anders. Wir haben festgestellt, bei neueren Anlagen ist tatsächlich sogar teilweise mehr möglich. Man würde jetzt denken, bei so einer Suspended Thrill Coaster, da können ja die wenigsten mitfahren, aber das stimmt nicht, weil das Rückhaltesystem so gut ist und der Sitz so gut ist, dass man auch mit Anforderungen, sag ich mal, mit weniger, mit größeren Einschränkungen dementsprechend fahren kann. Ja, weil da die Auflagepunkte, vereinfacht gesagt, das klingt so technisch. Ja, genau, aber wir reden immer noch über Menschen. Ja, natürlich, aber wir driften auch wieder ab, Entschuldigung, aber ich finde das super spannend, das Thema. Aber wieder zur gesenkten Sau. Ja, wir gehen zur gesenkten Sau, also Fahrt wird beurteilt und Evakuierung. Ja. Und Evakuierung ist ein Thema, was natürlich auch immer individuell ist. Und da ist jetzt zum Beispiel bei uns der Fall, bei einer Bremse, da gibt es eine vertikale Leiter. Und diese vertikale Leiter, die muss man im Evakuierungsfall zügig selbstständig runterlaufen. Und da kann man sich vorstellen, dass das für jemanden, der körperliche Einschränkungen hat, sehr, sehr schwierig ist. Es ist ja für gesunde Menschen sogar schon schwierig. Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eben noch schwieriger. Es ist ja einfach, mit einem Arm kann ich keine Leiter rauf. Genau, oder mit einem Bein. Ja. Und so fällt aus dem Grund halt eben schon auch ein bisschen was weg, was wir ermöglichen können. Ja. Wie ist das bei solchen Fällen mit Prothesen? Die wahrscheinlich auch nicht, weil die sind ja nur aufgesteckt, da kann ich mich ja nicht dran festhalten. Ja, also Prothesen haben wir auch individuell beurteilt. Es kommt auch auf die Art der Prothese an. Also das kann man auch nicht pauschal sagen, es geht oder es geht nicht. Ja. Weil im Endeffekt kann eine Prothese teilweise ein Körperteil ersetzen, aber nicht immer. Zum Beispiel, wo das wichtig ist für den Rückhalt auf dem Bügel. Da muss ein natürliches Körperteil sein. Das ist aber auch wieder eine Guideline vom TÜV oder von der IAPA oder vom Hersteller teilweise auch. Ja. Wir sind dann mit den Herstellern in Austausch gegangen und die haben uns teilweise genau gesagt, was geht vom Körper und was geht nicht. Also die haben da auch teilweise Guidelines. Nicht alle, aber viele. Ich denke, bei den Herstellern entwickelt sich auch einiges. Wir waren auch sehr gut im Dialog mit den Herstellern. Die wollen auch weitermachen und wir lernen einfach voneinander. Ja. Da gibt es ja auch immer mehr Hersteller, die so Einstiegshilfen wie aufklappbare Seitenverkleidung zum Beispiel haben. Oder für Stationen eine Hebevorrichtung und all so Sachen, die ja jetzt auch immer mehr werden. Genau. Ich denke, es ist gut, dass sich was tut und ich bin sehr, sehr froh, wenn wir das dann kommunizieren können und dann werdet ihr sehen, was sich bei uns ändert. Ich denke, wir können auf jeden Fall schon sagen, dass mehr möglich ist als vorher. Wenn ich jetzt darauf angewiesen bin, abzuchecken, ob ich was fahren kann, werde ich das bei euch auf der Homepage dann finden? Genau. Wird es auch auf den Tafeln was geben? Wie ist der Plan? Ja, also der Plan ist, dass wir es erstmal auf der Website kommunizieren. Da wird es dann einen Leitfaden geben.
Und perspektivisch wird es QR-Codes an den Eingängen der Attraktion geben, die man abscannt und dann wird man weitergeleitet und bekommt quasi diesen auf die Website von dem Leitfaden. Und der Leitfaden, den gibt es natürlich auch in ausgedruckter Form im Park dann. Ja. Mega. Ja, genau. Vielen Dank für den sehr spannenden Einblick. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ja. Crazy, wirklich crazy, aber es wird keiner vergessen, mit Liebe gemacht. Genau. Erlebnispark Treffpunkt.